Jetzt wollen wir aber mal sehen, wo der Bartels den Most holt. Hm? Oh nee, du... Hallihallo, liebe Motorradtourenfreunde. Euer Motorrad... Anfänger. Mist! Aha! Sind wir über Starnberg, Bad Tölz, zum Achensee und zum Schuldenstein-Stausee gefahren, weiter zum Zillertal, über den Gerlospass zur Felber-Tauernstraße und dann natürlich auch ein Abonnement des Kanals wären toll. Also, und hier die Karte, wie wird die Tour am ersten Tag von Dachau bis nach Kötschach gefahren. Stunden Fahrt sind wir jetzt bereits an der Abfahrt Dachau. Und wir haben uns vereinbart, an einer Tankstelle zu treffen. Da fahren wir jetzt hin, tanken voll und dann freuen wir uns, unsere André Stelvisti zu treffen. Und jetzt möchte ich kurz noch die anderen Teilnehmer vorstellen, die hier in Dachau dazugekommen sind. Der Arndt, der leider nicht mitfahren konnte, die Bettina, der Jochen, der Matthias und der Tuan. Alle Mitglieder unserer Facebook-Gruppe Moto Guzzi Stelvio 2024, die sich auch dort kennengelernt haben und einen regen Austausch machen. Ich schreibe ja immer wieder die Touren dort aus und diesmal sind wir zu 8 und jetzt kann es losgehen. Die Moto Guzzi, Stelvisti und V100-Fahrer freuen sich auf eine tolle Tour. Und los geht's. Gemütlich fahren wir über Starnberg nach Bad Tölz und in Bad Tölz machen wir eine kurze Kaffeepause, bevor es dann weitergeht. Bauarbeiten auf B307.
there's a fire burning out on the street. I can't bear this heat. You claim it was my fault, but I know it was you still hiding the truth. The fire's getting stronger. You don't have a chance. Here comes the end. They're gonna get you, babe. Your heart's full of greed, but you never succeed. I need you, baby. I never do what you want. I never do what you need. Don't treat me, honey, like a slave on your ground. I never go on my knees. What have you done with them? They are screaming, can't you hear them? Can't you hear them? Did you ever lose a tear? No, 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 no. You never got a feeling. I need you, baby. I never do what you want. I never do what you need. Don't treat me, honey, like a slave on your ground. I never go on my knees. I need you, baby. I never do what you want. I never do what you need. Don't treat me, honey, like a slave on your ground. I never go on my knees. Und bevor wir jetzt unser Hotel Engel in Kötschach erreichen, haben wir nochmal eine kleine körperliche Ertüchtigung. Ab Oetting geht es ja über die B110, über die Geilberghöhe nach Kötschach. Eine ganz tolle Straße. Da können wir nochmal die Schräglage der Moto Guzzi Stelvio und V100 antesten für die nächsten Tage und fahren voll die letzten Meter. Da war es ziemlich frisch da oben und wir haben da aber nicht gefroren, weil wir halt doch ordentlich arbeiten mussten, beziehungsweise die Motorräder für uns gearbeitet haben. Das machte nochmal einen irren Spaß. Und jetzt fahren wir zum Hotel und ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein auf die nächsten Tage. Also ich kann eins vorweg sagen, das gibt super tolle Aufnahmen und super tolle Fahrtszenen. Also, danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr jetzt diesen kleinen Vorgeschmack bekommen habt und den wirken lasst auf euch. Und wir sehen uns. Euer Motorradtour. Also, bis bald. Tschüss.
So, guten Morgen Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid zum Tag 2 unserer Friaul-Tour. Ich kann euch versprechen, heute gibt es wirklich tolle Aufnahmen und erstmalig auch diese Aufnahmen vom Touren in 5K mit der Insta360. Also, los geht's, kurz nach 9. Ich war der Letzte, wie ihr sehen konntet, weil ich noch meine ganze Kameras fertig machen musste. Und es geht heute auf die Pässe-Rundtour ab Kötschach. Erstmal fahren wir zum Nassfeldpass, den wir ja jetzt schon zigmal überquert haben, aber es ist immer wieder ein Erlebnis, da hoch und runter zu fahren, weil den kann man immer fahren. Und vor allem, heute Morgen Temperaturen so um die 3 Grad, wenn man da oben ist, ist man warm, tatsächlich. Dann geht's die Abfahrt nach Pontebba und weiter fahren wir dann auf der SS13 nach Moggio, Udinese. Dann geht's auf kleinsten Straßen zum Col di Forcia ins Sopratal. Am Passo di Rest hatten wir ein kleines Abenteuer und weiter über Ovaro zum Zoncolan. Ein Irrpass hat mir persönlich am besten gefallen. Zurück fahren wir dann über die Sella Ceresciatis, zurück zum Nassfeldpass und wieder ins Hotel. Und ich denke, heute Abend, wenn wir zurück sind, haben wir uns ein Stiefelbier verdient. Also, wem Spaß macht, bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und die Streckenbeschreibung kommt jetzt. Da der Blöckenpass momentan dauerhaft gesperrt ist aufgrund eines Felssturzes, fahren wir in den italienischen Teil immer über den Nassfeldpass. Der Nassfeldpass liegt in den Karnischen Alpen und verbindet das österreichische Gailtal mit dem italienischen Kanaltal. Die Passhöhe liegt bei 1530 Meter und man fährt vorbei an der Sonnenalpe Nassfeld, ein Wintersportort, der wirklich ein Wintersportort genannt werden darf. Das ist irre, was da Hotels stehen und was da Lifte sind. Die österreichische Auffahrt ist wirklich sehr gut ausgebaut. Auf der italienischen Seite sind die Straßen etwas grenzwertig und auch sehr eng. Aber das macht halt doch richtig Spaß und wir sind auf jeden Fall warm, wenn wir da drüber sind. Schaut es euch an, ihr werdet sehen, der lohnt sich zu fahren. Links abbiegen in die Nassfeld. Das ist schon geil mit dem Ding, oder? Ja, kannst du alles aufnehmen. Dann kannst du die Nachhinein bearbeiten. Ja, Das ist lass.
So, wir sind jetzt an der Nassfeld-Alpe am Übergang nach Italien. Herzliche Grüße an 1000 PS. Die Moto Guzzi's, die nicht langstrecketauglich sind, die haben das echt hervorragend gemacht. Nur so kurz zum Hinweis. Hey, Junge, das ist super. Nach der tollen Abfahrt vom Nassfeldpass, das hat wirklich Spaß gemacht, und den vielen Baustellen in Pontebba haben wir jetzt die SS49 gefunden bis nach Cremona oder Cremona del Friuli. Und da fahren wir jetzt hin, bevor es dann in die Berge geht. Wir fahren jetzt also auf Avasinis zu und biegen dort ganz scharf links ab und fahren dann Richtung dem ersten kleinen Pass heute.
Also die Temperaturen haben sich von heute Morgen 3 Grad in Kötschach auf jetzt hier im Süden des Friaul auf ca. Zwischen 13 und 15 Grad gemausert. Das Wetter seht ihr einwandfrei, also besser kann es kaum zum Motorradfahren sein. Weiterhin viel Spaß beim Anschauen. Noch ein kleiner Hinweis von mir. Also an diesen Oktobertagen war die Strecke natürlich schon sehr stark mit Laub belegt. Also man musste sehr aufpassen. Bei Regen wäre das jetzt gar nichts gewesen. Und zum Zweiten, das setzt natürlich schon echte Motorradbeherrschung voraus. Und man sollte schwindelfrei sein, weil die Rennbefestigungen zum Teil eben nicht vorhanden sind. Und ja, es geht halt locker mal gleich mal 300-400 Meter darunter. Aber ihr seht es auf den Videos. Also das nur als kleiner Hinweis von mir. Jetzt biegen wir hier von der SP1 auf die SP57 Richtung Pilungo und weiter nach Bradius di Sotto. Kofiger zeigt da eine unbefestigte Straße an. Kann ich jetzt nicht bestätigen, sie war zwar nicht gut, aber auf jeden Fall befestigt und wirklich gut zu fahren.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt sind wir auch wieder online mit den Kameras. Ich bin ja jetzt hierher gefahren, die Batterien hatten sich entladen. Ich habe jetzt eine Weile gebraucht, aber jetzt gehen sie alle wieder und jetzt gibt es auch wieder andere Perspektiven. Und das lohnt sich auch, ihr werdet sehen. In 300 Metern links abbiegen in die Straße via Caproni. Das ist also dieses in Kurviger gekennzeichnete Stück als Schotter, die SP57. Jetzt ist mir natürlich auch klar, warum. Die ist nicht geschottert, aber die ist natürlich aufgrund der Witterung richtig schwierig zu fahren. Viele Löcher und ihr seht es in den Aufnahmen. Und jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir nämlich Hunger. Jetzt geht's Richtung Tramonti, die Sotti bzw. Kaffee trinken. Seconds. 3, 2, 1. Sì, sì. Italiane. Italiani, nichts BMW.
in Tramonti di Sotto haben wir jetzt einen exzellenten Espresso und Cappuccino getrunken. Und jetzt freuen wir uns. Was für ein geiler Pass ist vor uns. Wir fahren jetzt zum extrem verkehrsarmen Passo di Rest. 1052 Meter hoch und eine Trassenführung, das hat wirklich was. Ja, und unterwegs sollte uns noch ein kleines Hoppala passieren. Also, wenn ihr gespannt seid, dann bleibt ihr einfach dran. Lohnt sich, dass ihr das anschaut. Viel Spaß! Rechts abbiegen in die Straße die Monte rechts. This is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Da drinnen, ja, und dann gehe ich. Man thinks about a little Schau, warte mal. and a baby. Da ist nichts passiert, die läuft auch noch. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything he can. Zieh irgendwas raus, komm. Hallo? You know that man makes money Gut. to buy from Und- other men. Hopp. Oh, hopp. Also gut, passt. This is a man's world. Aber ich, Be nothing, not one little thing without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. He's lost. Lord, have mercy. 22 Kilometer folgen.
in Enemonso machen wir nochmal die Spritfässer voll, damit wir über den Zoncolan gut drüber kommen. Nach der kleinen Unterbrechung am Paso Rest geht es jetzt weiter die SS52 über Medillis, Enemonso, Raveo bis nach Ovaro. Und dann, Leute, wartet er auf uns. Der Zoncolan. Für mich das Highlight des Tages. Also schaut euch an, die Auffahrt, das hat echt was. Von Ovaro aus fahren wir jetzt die Westrampe hoch zum 1749 Meter hohen Zoncolan. Das habe ich übrigens bei einem anderen YouTuber, bei Ride On With Friends, in seinem Video Friaul Teil 1 gesehen. Danke dafür. Wirklich eine gute Beschreibung. So, und jetzt fahren wir steil dem Himmel entgegen. Bis zu 20% Steigung. Fahrspaß pur. In den 3 Tunneln muss man ein bisschen aufpassen. Bei uns ging zwar das Licht an, aber das ist wohl nicht immer so der Fall. Und da passen definitiv auch nur ein Fahrzeug durch. Also da muss man mal sehen, wenn man reinfährt, dass kein Auto entgegenkommt. Also, das macht euch sicherlich auch Spaß. Viel Freude beim Anschauen. Das war das Beste, was wir gefahren sind.
In 2,5 Kilometern rechts abbiegen in Mensch, was für ein Wetter. Mensch, was für eine Tour. Und jetzt soll nochmal ein Highlight auf uns warten. Wir sind also über Tolmezzo bis nach Moggio Udinese gefahren und fahren jetzt auf der SP12 Richtung Sella Cerre-Chiatis. Eine unglaublich kurvenreiche Strecke. Man hat kaum mal Zeit, irgendwo anders hinzuschauen auf die Straße. Also auch nochmal ein ganz tolles Erlebnis, bis wir dann wieder in meiner Lieblingsstadt Pontebba sind, um die Umleitungen zu umfahren. Also in Pontebba kann man sagen, alle Wege führen zur Baustelle. Ich glaube 3-mal oder 4-mal bin ich da aus rumgefahren, bis ich endlich diese Abfahrt an Nassfeldpass gefunden habe. Die hinter haben wahrscheinlich gedacht, sag mal, tickt er jetzt noch richtig, aber irgendwie, die Navis waren völlig durcheinander und irgendwie von anstrengenden Tag war das ganz schwierig zu finden. Aber jetzt sind wir auf dem richtigen Pfad und jetzt geht es über den Nassfeldpass ins Hotel nach Kötschach zum Stiefelbier.
egal wie rum, der Nassfeldpass macht einfach Spaß. Ob von Pontebba hoch oder von der Kärntner Seite hoch. Also einfach flott zu fahren, wenig Verkehr. Ja, es macht einfach Spaß. Und das jetzt zum Ausgang des Tages. Was will man mehr? Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Motorradtourenfahrer. Wir schreiben heute den 3. Oktober 2025 und wir sind jetzt kurz nach 9 Uhr in Kötschach bei 5 Grad Außentemperatur gestartet, das Trautal entlang. Wir fahren jetzt auch zuerst über den Nassfeldpass bis nach Pontebba und unser heutiges Ziel, die slowenische Grenzkammstraße, die wirklich ganz wenige nur kennen und der eine oder andere auch schon gefahren hat, kann man wirklich als Geheimtipp verstehen. Pässe, die jetzt kommen, die beschreibe ich euch im Video. Die Fahrt über den Nassfeldpass habe ich natürlich ziemlich zusammengefasst geschnitten, weil das war gestern schon dran, also bei dem Video Tag 2. Aber ich wünsche euch jetzt heute auch viel Spaß beim Zuschauen. Ihr werdet wieder unglaubliche Landschaften sehen. Und könnt ihr selber mal nachfahren. Daumen nach oben wäre super. Abonnement des Kanals natürlich noch besser. Also viel Spaß beim Zuschauen.
Links abbiegen in die Nassfeld-Bundesstraße. Jetzt fahren wir über die Sella Ceresciatis, 1072 Meter hoch, immer am Bachlauf entlang. Sehr schön zu fahren, wirklich Kurven ohne Ende und das bei dem Kaiserwetter heute. Einfach super. Ah, ich fahre ich anständig. Und wenn du willst, kannst du ja vorne und hinten bei mir mal fahren. Welche deine Aufgabe, dass du drauf bist, dass du dich mal siehst auf anderen Moped. Ja. Da kannst du ohne Helm fahren, da siehst du es besser. Ich habe 3 Ehemänner überlebt und 4 Diäten. Raten Sie mal, was schwerer war. Ja, ihr seid schon recht mutig da. Bei 3 Grad da, den passt so noch zur Heizen. Das war kein Schnee gelegen. Ja, es war kein Schnee gelegen, aber das ist schon eine Piste, wo man denkt, na, alles ist noch nicht so warm, gell? Nee, aber man merkt es doch manchmal. Hä? Das merkt man dann. Man merkt es doch, ja. Ich habe langsam mal probiert, die Kurve, aber der Grip war schon, habe ich gedacht, alles gut. Ja, alles gut, ne? Von daher ist nichts zurücksetzen. Ja, du, das ist so. Ja, okay. Also bin ich mal gespannt, wie das Schmuckstück läuft. Jetzt sind wir 30 Sekunden. Was soll dir warten, dass noch jemand kommt oder was? Mach dich, Wort mit dem Ding. Du blinkst da durch die Gegend, weißt du was nicht, wo du hin willst? Und pass auf die Ende auf, gell? Ich auf die Ende, pass auf, Ende gut, alles gut, weißt du? Ja, also Turm, guck, die Propeller sind schon 2 ab, ne? Also der letzte, ich lass den dran. Faszinierend. So, jetzt sind wir in Moccio und fahren jetzt Richtung slowenische Grenzkammstraße. Also Moccio ist natürlich in Italien noch und wir werden jetzt irgendwann die Grenze zu Slowenien passieren. Wir sind jetzt also die SS13, die hervorragend ausgebaut ist, gefahren bis zur Abfahrt nach Resiuta, zur SP42. Da geht es dann in das Val Resia bis nach San Giorgio und zur Sella Carnica, bevor wir dann die slowenische Grenze passieren. Eine ganz tolle Straße und wenig Verkehr, super zu fahren, wirklich super.
Und jetzt haben wir erreicht die 1086 Meter hohe Sella Karnica. Schon sehr slawisch angehaucht, das muss man ganz klar sagen. Landschaftlich eine wundervolle Straße durch dichte Wälder und oft sehr schöne Ausblicke. Man merkt, es geht Richtung Slowenien. Ja, die lenkt viel williger ein. Der Lenkkopf ist zu fest, habe ich Ja, gesagt. denke ich schon. Aber locker 30 Minuten. Bei dir ist vorne die Gabel ist weicher Ja. und hinten hätte er als meine, ne? Ja. Aber hast du das ganz so die Kupplung, dass die so weit vorne ist? Ja, hat der Jochen mir empfohlen. Ja, weil du nicht mehr so weit greifen. Also ich habe lieber, dass es weiter hinten ist. Nee, aber dann Obacht, hier sind Bären, gell? Wenn er schaut, dann in die Augen fixen. Also nicht schreien und nicht davon springen, gell? Wie war's? Top, super. Mach da noch ein Bild. Dreh dich einmal rum. Umdrehen, ja? Gute Idee, ja. Das war geil, oder? Das war Hauptsache, sie stehen da, wenn man sie braucht. Jetzt haben wir also die letzte Ortschaft im äußersten Osten Italiens passiert. Das war Uccia. Und jetzt nach 500 Meter circa fahren wir nach Slowenien ein.
Mal sehen, was uns dort erwartet. Der nächste Pass auf jeden Fall ist der Sedla Uccia. So, und jetzt sagen wir Dobros Dosli Slovenici. Für uns geht's weiter vom slowenischen Grenzübergang sehr kurvenreich bis nach Saga. Und dann wechseln wir auf die 203 nach Koparit. Kurvenmäßig soll es nicht weniger werden. Da freut sich doch das Motorradfahrerherz. Wir haben jetzt die 203 in Koparit kurz verlassen und fahren in die Stadtmitte, weil wir brauchen einen kleinen Espresso oder einen Cappuccino, damit die Lebensgeister wieder voll da sind. Also, bevor es dann auf die slowenische Höhenstraße geht, genießen wir jetzt vor Ort einen Kaffee bei tollstem Wetter und da kann man wirklich sitzen bleiben. Sehr schön. Den Kreisverkehr an der zweiten Von Koparit geht es weiter auf der 102 einige Kilometer bis zur Abzweigung Livec. Und kurz nach Livec beginnt dann auch schon die slowenische Grenzkammstraße. Ein ganz besonderes Erlebnis sollte auf uns warten. Schaut zu und freut euch mit uns. Sie sind am Ziel, 531 Minuten. Das Ziel liegt links. Die slowenische Grenzkammstraße bewegt sich also immer so um die 1200 Meter Höhe. Nach Livec
passieren wir jetzt nacheinander den Monte Nachrioi 1193 Meter, den Monte Piata Sima 1138 Meter und den Monte Hoglabuz 1114 Meter. Also da geht es wirklich schon ordentlich rauf und runter und die Aussichten seht ihr auf den Aufnahmen einfach super. Wir haben natürlich heute das Glück, dass wolkenloser Himmel ist und die Fernsicht enorm. Die slowenische Grenzkammstraße unterscheidet sich natürlich von ihren Pendants in den Westalpen, weil erstens ist sie durchgängig geteert und auch der Belag ist sehr gut. Und zum Zweiten fährt man natürlich nicht ganz so hoch wie in den See- oder Westalpen, aber diese Straße hat was. Ich kann nur empfehlen für alle, die mal hier runterkommen, fahrt die nach. Diese Aussichten bei schönem Wetter einfach irre.
Wir fahren jetzt diese 25 Kilometer auf der Höhenstraße, immer wechselnd auf slowenischem oder italienischem Gebiet bis nach Prepotto. Und dann geht es weiter Richtung Udine. Und da ist fast alles wie auf Sardinien. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Der reinste Tanz mit dem Motorrad. Jetzt haben wir die slowenische Grenzkammstraße verlassen und fahren jetzt wieder Richtung Italien nach Cividale del Friuli, einer bedeutenden Stadt in Friuli. Wir haben hier jetzt auch, das seht ihr auf den Bildern, links und rechts der Straße viele Weinberge, also es muss wohl ein richtiges Weingebiet hier sein. Und jetzt um 14 Uhr kommt uns doch glatt so ein richtig italienisches Lokal entgegengeflogen. Wir konnten nicht verkneifen, da kurz zu halten und eine Kleinigkeit zu essen und auch den frisch produzierten Wein zu versuchen. Also, das war wirklich eine weise Entscheidung, dass wir da noch was gegessen haben, denn jetzt sollte was auf uns warten. Ein kleines Abenteuer, muss man wirklich sagen. Wir fahren jetzt weiter nach Magredis und nehmen dann die SR 356 Richtung Artemis. Und dann geht es für uns auf den Passo di Monte Croce. Und was dann kommen sollte, das seht ihr dann gleich. Also, wir haben ja bereits gut gespeist und die Motorräder sollen jetzt auch noch was bekommen, damit es uns auf jeden Fall zurückreicht nach Kötschach. Hier noch eine kleine Statistik, die über kurvenheld.de aufgezeichnet wurde. Und zwar bis Nimis 234 Kilometer, 705 Kurven sind wir gefahren, da kommen also jetzt auch noch eine Menge dazu. Wir sind 1533 Meter hochgefahren und 97 Meter runtergefahren. Ob das auch alles stimmt, weiß ich nicht, aber ja, es ist mal ganz interessant, so eine Statistik zu haben. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt dürft ihr auf was gespannt sein. Rechts abbiegen in die Straße Via Lumineville.
Ups, kann das sein? Also, so wie die Straße aussieht, da müsste mal ein Gärtner eingreifen. Da ist bestimmt die letzten 3 Jahre kein Auto mehr hochgefahren. Aber sehen wir mal, wie weit das geht. Kilometern scharf links abbiegen in die Straße Klotz. Da denkt auch, kommen die her, Ja, sage mal, das war mal eine Auffahrt hier. Also, da war der Bauhof der Gemeinde schon lange nicht mehr unterwegs. Mein lieber Freund, da hingen die Äste rein. Da musst du immer aufpassen, wohin fährst. Irre Straße, wirklich, echt irre. Und weiter geht's zu einem weiteren Highlight heute. Zur Festung Monte Bernardia, einem Lost Place, wie man heute bezeichnen würde. 1910 erbaut als Verteidigungssystem des Tagliamento. Sehr gut erhaltene Anlage und von den Ereignissen der großen Kriege praktisch nicht betroffen. Ein sehr schönes Gebäude mit einer herrlichen Aussicht auf die Frioler Tiefebene und die Gipfel der Julischen Alpen. Fahrt mit und ihr seht, was ich meine. Toll, einfach toll. Faszinierend. Junge, ja, so, da unten die Straße, da sind auch schon 5 Autos weggefahren, du. Oder? Der Bauer, der hat jetzt einmal. Ich sag doch, da ist die letzten 5 Jahre nicht mehr gelaufen oder gefahren. So, und jetzt stehst du hier oben und die Karre läuft nicht mehr. Und dann brauchst du einen Pannenservice. Der freut sich. Nee, der kommt nicht hier hoch. Kannst du runterschmeißen.
die Abfahrt vom Fort Monte Bernardilla. Extra für uns ein neuer Belag. Zwar voll mit Laub und Blätter, aber trotzdem ein neuer Belag und das hat uns doch sehr gefreut. Und jetzt fahren wir weiterhin auf so kleinen Straßen bis nach Gemona de Friuli, einer weiteren größeren Stadt im Friaul. Das mit den gesperrten Straßen, das hatten wir ja gestern an dem Tag auch schon, habe ich auch im Video euch gezeigt. Also die haben hier doch eine sehr schwere Wetterlage gehabt, wo es viele Bergstraßen einfach weggespült hat. Wir fahren jetzt nicht diese kleine Bergstraßen, sondern fahren jetzt runter nach Tarsendo, dann weiter nach Gemona del Friuli und dann nach Moggio, bevor wir wieder Richtung Sella Ceresciatis abbiegen. Das ist jetzt natürlich der Punkt, den man in den Bergen immer hat auf diesen kleinen Straßen. Wenn da also was gesperrt ist, dann ist die Umfahrung wirklich mächtig. Also war auch in diesem Fall so. Ich habe jetzt natürlich nachher, das ist dann ja der Vorteil, wenn man so ein Video hat, da kann man diese Straßenschilder mal genau gucken, wo man gefahren ist. Klar kann man jetzt sagen, haben denn die keine Karte dabei? Ja Leute, natürlich haben wir Karte dabei gehabt, aber das Thema ist natürlich, so wie die eine Straße gesperrt war, waren auch die anderen Straßen gesperrt, weil das war ein ganzes Tal, das da betroffen war. Und wir wollten ja eigentlich westlich weiterfahren und das war eben nicht möglich. So mussten wir erstmal nach Norden fahren und dann runter ins Tal. Also das hat uns bestimmt 40, 50 Kilometer gekostet, was das länger war. Aber in den Bergen ist es eben so, anders wie bei uns, weil das kannst du einfach nicht umfahren, weil es da keine Straßen gibt. Aber ja, es ist ja schön, wenn man so eine Tour macht, passiert auch sowas mal. Und jetzt geht es weiter Richtung Sella Ceresciatis. Jetzt sind wir also ganz brav diese SS13 bis Moggio gefahren und fahren jetzt wieder in unser bevorzugtes Valopa bzw. die Sella Ceresciatis. Da kennen wir uns ja schon aus. Die macht uns viel Freude zu fahren und dann geht es über den Nassfeldpass zurück nach Kötschach. The end is near. If you know the words, sing up. If you don't, shut up at some crap. The final curtain, my friend, I'll say it and state my case, on which I'm certain I live a life that's full. I've traveled each and every highway, come on, and more. Everybody. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to
saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. Und Heba und ich, das wird glaub nichts mehr in dem Leben. Wieder falsch gefahren, aber jetzt drehen wir nochmal um, egal, und dann geht's Richtung Nassfeldpass. When I bit off more than I could chew, and through it all, when there was doubts, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. I loved, I laughed and cried. I had my share, my fill of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. 3,5 Kilometern links abbiegen auf die B90. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. Let the record show I took the blow and did it my way. Jetzt haben wir kurz nach 18 Uhr und jetzt wird es auch Zeit, dass wir ins Hotel kommen. Zum einen haben wir Durst, zum anderen haben wir Hunger und zum dritten wird es jetzt richtig frisch draußen. Die Temperaturen nehmen jetzt wirklich schlagartig ab, aber das Wetter war natürlich heute toll. Wir sind um die 330 Kilometer gefahren und haben wirklich tolle Strecke erlebt. Also, das war jetzt super, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Anschauen und wenn ihr jetzt noch einen Daumen nach oben macht oder gar ein Abonnement, dann bin ich wunschlos glücklich. Natürlich, ein Kommentar wäre natürlich auch super, dass alle sehen, dass sich die Mühen lohnen. Also, bis bald, euer Motorradtourer, der Uli. Tschüss! Hier noch kleine Anmerkungen zu dem Video. Erstens, die Kilometer, das waren mit 330, laut Navi waren es 354, hängt mit der Umleitung zusammen. Zum Zweiten bitte ich die Aussprache der italienischen und slowenischen Straßen und Ortsnamen, die falsch waren, zu entschuldigen. Das weiß ich eben nicht besser. Und zum Dritten bitte ich auch unser hessisches und schwäbisches Gebabbel zu entschuldigen. Ja, so sind wir halt. Ja? Also, bis dann. Tschüss. Mom, this is your son singing. I love you. Thanks, everybody. Good night. So, hallo und guten Morgen zum letzten Mal bei dieser Tour. 4. Oktober 2025 und wie alles im Leben geht halt auch diesmal vorbei. Diese schöne Tour ist jetzt Geschichte und wir treten den Heimweg an.
Ja, leider gab es bei der Aufnahme an der Helmkamera ein Problem. Ich denke, vielleicht ist das im Wasser geschuldet, ich weiß nicht, sollte ja noch kommen an diesem Tag. Und ja, auf jeden Fall haben die Aufnahmen versagt. Die Karte war defekt, also leider nur Kameraaufnahmen von hinten. Aber an dem Tag ist jetzt nicht so wichtig. Gott sei Dank konnten wir die anderen Tage alle in Bild und Ton festhalten. Morgens gegen 9 Uhr fahren wir in Kötschach los. Die Wettervorhersage ist sehr bescheiden. Es soll stark regnen und soll starke Winde geben. Also haben wir uns eigentlich auch gut angezogen und fahren dann Richtung Felbertauern zurück. Das haben wir so entschieden. Und ja, unten am Felbertauern haben wir oben schon die Wolken gesehen. Und ein Regenbogen, das deutet darauf hin, dass nichts Vernünftiges kommt. Haben uns dann nochmal mit Regenklamotten ausgestattet. Aber das war wirklich für die Katz, wo wir zum Tunnel rausgekommen sind, war das Wetter um Welten besser und es ist immer besser geworden. Wir sind dann runtergefahren nach Kitzbühel, über St. Johann in Tirol, nach Kufstein und dann weiter Richtung München. Und bis wir dann in München waren, war es nachmittags, ich denke mal so gegen 15 Uhr und hat richtig Temperatur gekriegt, also bestimmt 23, 24 Grad. Da haben wir uns dann verabschiedet, jeder trat den Heimweg an und auf der Autobahn hat es uns dann auch noch tatsächlich richtig erwischt. Der Jochen hat geschrieben, der musste ja nach Kassel. Das war fast unmöglich zu fahren, sehr hohe Wasserstände auf der Autobahn und Nebel und so weiter. Mich hat es dann in Ulm erwischt, oder kurz vor Ulm erwischt. Aber ja, wir haben halt dann entsprechende Regenklamotten angezogen, sind vollends nach Hause gefahren. Mit den Regenklamotten kommst du ja doch relativ dicht an. Also das hat alles gepasst. Eine wundervolle Tour und ich kann euch nur sagen, fahrt mal nach. So, und jetzt danke, dass ihr dabei wart und man sieht sich im nächsten Jahr, das wird wohl die letzte dieses Jahr gewesen sein und ja, bleibt weiterhin sitzen und ich wünsche euch noch ein tolles Restjahr mit einigen schönen Touren. Der Uli, tschüss. Steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.